Der Maestro Quantum. Unser leistungsstarker Hi-Res Audio Internet Receiver ist endlich angekommen und ihr könnt es kaum erwarten, eure Lieblingsmusik darüber abzuspielen. In diesem Video packen wir den Maestro Quantum aus und bereiten ihn für die Ersteinrichtung vor. Und damit hallo und willkommen zu diesem Sonoro Produkttutorial. Bevor ich mit dem eigentlichen Auspacken loslege, vielleicht ein, zwei Worte kurz zu der Verpackung, denn diese ist mit der neuen Produktgeneration auch komplett überarbeitet worden. Was bedeutet das? Wir haben zum einen komplett auf Styropor, aber auch auf Plastik verzichtet und somit ist sowohl die Kartonage als auch das Innenleben zu 100% recycelbar. Und ich weiß, ihr könnt es kaum abwarten, also ich würde vorschlagen, ich fange jetzt einfach mal mit dem eigentlichen Auspacken an. Geschafft! Im Lieferumfang enthalten ist ein Quick Start Guide. Die vollständige Anleitung für den Maestro Quantum, die findet ihr auf sonoro.com oder aber als Link in der Videobeschreibung. Darüber hinaus enthalten sind die Sicherheitshinweise, das Netzkabel, eine FM sowie DAB Stab- und Wurfantenne, 2 WLAN-Antennen, die Fernbedienung mit Batterien sowie ein Pin zum Öffnen des Batteriefachs. Um den Anschluss korrekt darzustellen, habe ich mir ein paar Sonoro Orchestra Gen 2 besorgt. Die sind leider nicht im Lieferumfang mit enthalten, aber über sonoro.com oder über die Händlersuche dort findet sich ganz einfach ein passendes Paar Lautsprecher unserer Orchestra-Serie. Alternativ nutzt man einfach die liebgewonnenen Schätze, die man noch zu Hause stehen hat und die durch den Maestro Quantum einfach nur ein Update in Sachen Abspielmöglichkeiten erfahren sollen. Wie bei allen elektronischen Geräten gilt Safety First, was in diesem Fall bedeutet, dass der Netzschalter auf Off stehen muss. Für die Verbindung von Lautsprechern empfiehlt es sich außerdem, den Netzstecker vom Strom getrennt zu lassen. Die Stabantenne wird an den vorgesehenen Anschluss oben rechts geschraubt. Für einen besseren Empfang kann die Stabantenne ausgezogen werden. Alternativ lässt sich auch die Wurfantenne anschließen. Welche Antenne sich besser eignet, das kann von Aufstellungsort zu Aufstellungsort variieren. Am besten einfach beide Antennen ausprobieren und dann nach den örtlichen Gegebenheiten entscheiden. Weiter geht es mit den WLAN-Antennen. Auch diese werden an die dafür vorgesehenen Anschlüsse geschraubt. Wird der Maestro Quantum via LAN-Kabel mit dem Internet verbunden, kann dieser Schritt übersprungen werden. Stattdessen wird das LAN-Kabel angeschlossen. Noch bliebe der Maestro Quantum natürlich stumm. Daher beginne ich jetzt mit dem Anschluss der Lautsprecher. Bei Kabeln mit blanken Enden sind die Anschlüsse so weit aufzuschrauben, dass die Lochöffnungen sichtbar werden. Der blanke Draht wird in diese eingeführt. Achtung! Die blanken Drähte dürfen die Rückseite des Geräts nicht berühren. Anschließend dreht man die Anschlüsse wieder fest, um die Drähte zu sichern. Bei Anschlusskabeln mit sogenannten Bananensteckern zunächst die Anschlüsse festdrehen. Dann die Stecker in die passende Buchse stecken. Egal welche Anschlusskabel verwendet werden, bitte immer sicherstellen, dass die Polung Plus-Minus und die Ausrichtung rechts-links korrekt angeschlossen sind. Jetzt ist dann auch der richtige Zeitpunkt, um weitere Komponenten wie Fernseher, Subwoofer oder Plattenspieler mit oder ohne MM-Tonabnehmer anzuschließen. Ist alles wie gewünscht vorbereitet, muss nur noch das Netzkabel an den Maestro Quantum angeschlossen werden. Um die Batterien kindersicher in die Fernbedienung einzusetzen, einfach mit dem dazugehörigen Pin das Batteriefach öffnen. Dann noch die Displayschutzfolie abziehen. Damit ist der Maestro Quantum aufgestellt, angeschlossen und fertig für die Ersteinrichtung. Diese schauen wir uns in einem separaten Video an. Ich sage Tschüss und bis bald bei einem weiteren Sonoro Produkttutorial.